Es ist ein KI-Modell und das ein bisschen anders funktioniert als OpenAI. Das kennen wir ja, ChatGPT nutzen bestimmt auch viele. DeepSeek funktioniert ein bisschen anders, kann aber mit viel niedrigerer Rechenleistung, angeblich auch mit weitaus geringerer Bedarf an Computerchips die gleichen Berechnungen machen, die sogar besser sind in Teilen, wenn man mathematische, logische Prozesse betrachtet, als es ChatGPT ist. Da ist natürlich immer noch die offene Frage, stimmt das so? Betreiben die da nicht vielleicht im Zweifel eine viel größere Serverfarm? Also das ist immer noch offen, kann niemand beantworten, weil niemand in diese Rechenzentren in China schauen kann. Es ist potenziell disruptiv, wie man so schön sagt, wenn das alles stimmt, was da jetzt kommuniziert wurde von DeepSeek, von der chinesischen Seite, dass es also Open Source ist. Es kann also kostenfrei benutzt werden. Man braucht weitaus geringere Rechenleistung, kann das also viel günstiger machen, braucht also diese großen Milliardeninvestitionen gar nicht. Das wäre eine Innovation, die China da gelungen ist. Und wenn es wirklich so ist, dann ist es ja Open Source. Es kann also auch in den USA, auch in Europa von jedem kopiert werden. Es kann von jedem angewandt werden und dann braucht man eben die teuren Modelle nicht mehr und das wäre tatsächlich sehr, sehr disruptiv und würde dann auch das Geschäftsmodell von Nvidia in Frage stellen. Ja, es ist auf europäischer Ebene eben auch im DAX nicht so, dass wir da eben die ganz großen KI-Aktien drin haben. Im Stock 600 ist die Gewichtung überhaupt vom gesamten Technologiesektor nur 6%. Im S&P 500, im großen US-Index, ist die Gewichtung 32%. Und wenn da eine Nvidia natürlich einbricht und eine Marktkapitalisierung, ein Börsenwert wurde ja zerstört von über 500 Milliarden US-Dollar an einem Tag, dann geht es eben an so einem Index, der eben so stark eben auch Nvidia enthält, nicht vorbei. Der DAX hat ganz andere Storys am Laufen. Da spielt eben auch der Export, der schwache Euro, die Geldpolitik und die Industrie eine Rolle. Es bleibt isoliert, das ist die gute Nachricht. Man spricht ja im Börsenjargon von solchen Ansteckungseffekten, wenn also plötzlich die Anleger anfangen, in Panik zu geraten. Das ist die gute Nachricht, dass genau das nicht passiert. Wir haben diese Kursverluste bei KI-Aktien, wir haben sie bei denen, die eben die Hardware geliefert haben, die eben auch stark investiert haben, wo das jetzt in Frage steht, aber wir haben eben keine Ansteckungseffekte. Es wird nicht plötzlich eine BASF verkauft, weil es Nvidia vielleicht in Zukunft schlechter gehen wird. Das ist eine gute Nachricht, spricht eben für die Stabilität des Gesamtmarktes und eben auch für die Marktbreite.